Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zur traditionellen Herbstveranstaltung von der Schweizerzeit. Es ist, wenn man zählt, die 38. Die erste hat 1981 stattgefunden und seither jedes Jahr eine. Also Nummer 38 haben wir heute. Ich begrüße Sie als Gäste, die zum Teil ja schon ziemlich früh aufstehen müssen, weil sie von weit her kommen. Ich begrüße die anwesenden Aktionäre und Gönner von der Schweizerzeit und von der Schweizerzeit Stiftung, Mitarbeiter. Ich begrüße selbstverständlich unsere Referenten vom heutigen Tag. Zuerst wird der Nationalrat Hans-Ulrich Vogt die Einführung geben. Er gilt ja sozusagen ein bisschen als Vater von dieser Initiative, obwohl die ein Gebiet abdeckt, wo ein Vater nicht würde lange, dass man alle Aspekte drin hat. Der Altbundesgerichtspräsident auch, Herr Schubart, ist einer der profiliertesten Kritiker von der Auslegung von der Menschenrechtskonvention. Und dann haben wir dann für den Schluss noch eine Überraschung parat. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung heute wird aufgezeichnet vom Privatfernsehsender Schweiz 5. Das ist der Sender, wo die Schweizerzeit den Stammtisch kann durchführen und das Magazin. Bis jetzt je einmal im Monat. Ab 1. Januar vom nächsten Jahr haben wir dann jede Woche, immer jeden Freitag vom 9. bis am 10. eine Sendung bei Schweiz 5. Die zeichnen das heute aufzeichnen. Es gibt daraus 2 Sendungen, die ausgestrahlt werden am 9. und am 16. November. Die erste Sendung ist das Referat vom Nationalrat Vogt und die zweite Sendung ist dann das Podiumsgespräch und Schlusswort, und vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen auch noch zu einer kurzen Stellungnahme aufgerufen während der Pause. Also Sie müssen entscheiden, wenn Sie nicht reden wollen, dann dürfen Sie auch sagen, nein, das ist völlig klar. Meine Damen und Herren, wir stehen zweifellos vor einer sehr, sehr wichtigen Abstimmung. Es geht um Entscheidendes an dem 25. November. Und wir haben in den letzten Tagen wieder Anschauungsunterricht bekommen, wie brisant die Frage ist, wer denn eigentlich Sagen hat in der direkten Demokratie, wie die Schweiz eine hat. Ich bin gestern Abend so heimgekommen, dass ich gerade noch die letzten 5 Minuten von 10 vor 10 gesehen habe. Und da ist da der UNO-Migrationspakt dran gekommen und mit einem Satz hat da der Fernsehsprecher, da, der Herr Honecker, der sich da als Gewisse von der Welt aufspielt, jeweils mit seinem Minenspiel, gesagt, ja, die Schweiz hat dann da eine wesentliche Rolle gespielt. Schluss der Durchsage. Es stimmt, dass sie eine wesentliche Rolle gespielt hat. Aber was für eine? Die Diskussion ist ja ziemlich überraschend, fast überfallartig aufgekommen. Man hat eigentlich kaum gewusst, dass so etwas im Gang ist, bis vor wenigen Wochen. Man hat, wenn man es genau nimmt, die Diskussion aufgenommen, weil man gemerkt hat, dass sie im Ausland geführt wird. In Deutschland und in Österreich ist sie heftig geführt worden. Und dann hat man gesagt, ja, das betrifft ja die Schweiz eigentlich auch. Und ich habe die Art und Weise, wie das in der Schweiz in die Diskussion gekommen ist, habe ich von Anfang an den Eindruck gehabt, das stimmt entscheidend nicht. Es stimmt etwas nicht mit unserem Außenminister Ignazio Cassis. Ihn kritisiert man ja immer wieder, im Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag. Er bräche Details an die Öffentlichkeit, er mache die Öffentlichkeit auf Probleme aufmerksam, die sie vorher gar nicht gewusst hat. Da ist ja insbesondere von der linken Seite scharf angegriffen worden. Warum dass er plötzlich verantwortlich sein für so eine Hinterruckspolitik, wie sie mit dem UNO-Migrationspakt passiert ist, das hat mir nicht in den Kopf.
und hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich will es ein bisschen genauer wissen. Und da ist mir auf Interessantes und auf sehr Bedenkliches gestoßen. Das erste Mal, worum geht es überhaupt bei diesem Pakt? Der Pakt will von New York aus, von der UNO aus, festhalten, dass Migration ein Menschenrecht sein soll. Dass derjenige, der Einwanderung verhindert oder erschwert, sich unfair verhaltet, unter Umständen sogar rechtswidrig. Man sagt dann zwar, es hätte rechtlich keine Wirksamkeit, der Pakt, aber moralisch hat es natürlich einen, und der Bundesrat selber sagt, die politische Bedeutung sei gross, wer unterschreibe, der werde natürlich daran gemessen, ob er dann auch umsetzen. Aber in den Teilen, wo es im Bundesrat nicht ganz wohl ist, macht er dann Vorbehalt. Und da stellt sich schon mal eine grundsätzliche Frage, die müssen wir noch diskutieren heute. Wenn etwas nicht rechtsverbindlich ist, kann man dann einen Rechtsvorbehalt machen gegen das? Das ist ja ein Widerspruch in sich selber und das zeigt, auf welches Glatteis wir uns da begeben. Im Pakt wird ausgeführt, dass das, was man bis jetzt als illegale Einwanderung bezeichnet hat, nicht mehr unterschieden werden von legaler Einwanderung. Es gibt nur noch Einwanderung. Und dann das Perfideste daran ist, dass man die Information lenken will. Also man sagt das nächste Mal, diejenigen, die so UNO-konform die positive Seiten von der Einwanderung hervorheben, das Menschenrecht, Migration positiv würdigen, die müssen von ihren Regierungen gefördert werden. Dann stellt sich die Frage, ja, und die anderen? Die sich getrauen, da etwas zu kritisieren, da hört man wieder, ja, das ist ja nicht rechtswirksam. Aber man kann sich jetzt schon an den Finger abzählen, das wird Rechtsverfahren geben, das wird Anklagen geben, das wird Beschuldigungen geben, das wird Gerichtsverfahren geben. Ja, und wenn man dann so ein Verfahren weiterzieht über die Landesgrenzen raus, beispielsweise einen Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, kann der dann zu einem UNO-Pakt, der Migration als Menschenrecht erklärt, kann der etwas anderes sagen, als das, was von der UNO vorgegeben wird? Kommt es dann zu Verurteilungen? Kommt es zu Bestrafungen? Also, das wissen wir noch nicht, aber möglich ist es. Jetzt aber, was einem ganz besonders aufgefallen ist, wir haben heute eigentlich eine sichere Informationslage, dass der Bundesrat Gassis, zuständig für das Geschäft, erst im Laufe von dem Sommer überhaupt erfahren hat, dass das unterwegs ist. Obwohl federführend ist ein Schweizer war. Der Schweizer UNO-Botschafter in New York, der Herr Jürg Lauber. Der Bundesrat Gassis sei bei so einer Art Antrittsbesuch, den er gemacht hat in New York bei der UNO, in einem Gespräch mit dem Herrn Lauber darauf aufmerksam gemacht worden, was da läuft. Der Herr Lauber hat seinen Auftrag, zusammen mit dem mexikanischen Botschafter die Ideen zu dem Pakt in Wort zu fassen, vom Herrn Bundesrat Didier Burkhalter bekommen. Es spricht alles dafür, dass das Geschäft, das hängige Geschäft, bei der Amtsübergabe vom Herrn Burkhalter zum Herrn Gassis nicht erwähnt worden ist. Deshalb hat der Herr Gassis nichts gewusst davon, bis er selber in New York darauf gestoßen ist. Was in diesem Pakt steht, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was in der Schweiz in Abstimmungen beschlossen worden ist. Also das Nein zur Masseneinwanderung.
oder genauer gesagt das Ja zur Initiative gegen die Masseneinwanderung. Die Ausweisung von kriminellen Ausländern, das sind bei uns formelle Beschlüsse, Teil von der Verfassung, in der Verfassung verankert. Das ist etwas das Gegenteil von dem, was in dem UNO-Pakt steht. Man stellt sich einmal die Frage, ist eigentlich ein Spitzenbeamter von der Schweiz, auch wenn er seinen Sitz in New York hat, aber er ist ein Spitzenbeamter von der Schweiz, vom Bundesrat beauftragt, ist er eigentlich nicht an die Verfassung gebunden? Kann der machen, was er will? Kann er das Gegenteil von dem machen, was in der Verfassung steht? Man hat ihn bis jetzt machen lassen. Immerhin, das finde ich positiv und richtig, dort der Nationalrat Andi Glarner nach Weg suchen, dass man ihn rechtlich zur Verantwortung ziehen kann für sein Verhalten. Da gibt es Möglichkeiten. Die Frage ist, wie weit dass er durchkommt. Ich habe vernommen, dass 2 Nationalräte von der SVP, die beide der Außenpolitischen Kommission angehören, Protokoll gesichtet haben von der Außenpolitischen Kommission von den letzten rund 3 Jahren, nämlich seit der jetzt laufenden Legislaturperiode. Und sie haben festgestellt, dass der Begriff UNO-Migrationspakt nie vorkommt in einem Protokoll von diesen 3 Jahren. In der Schweiz hat das Parlament gesetzlich abgesichert ein Mitgestaltungsrecht in der Außenpolitik. Und das fundiert man sich offenbar vollumfänglich bei den Spitzenfunktionären vom politischen oder außenpolitischen Departement. Ich bedauere es persönlich, dass der Bundesrat jetzt konfrontiert mit dieser Situation nicht Kraft gefunden hat, Nein zu sagen zu dieser Unterschrift, die am 10. 11. Dezember geleistet werden soll. Nach dieser Vorgeschichte meinte ich, hätte er Grund zu sagen, so nicht, das ist keine ordnungsgemäße Beschlussfassung, die da möglich ist. Er hat seine Besorgnis geäußert und hat eben gesagt, er täte dann bei bestimmten Bereichen Vorbehalt anbringen. Aber eben, was das ist, ein rechtlicher Vorbehalt gegenüber etwas, das nur moralisch verpflichtend ist, das aber dann schon, das muss dann auch noch zuerst einmal juristisch ausbehandelt werden. Man sieht jetzt und hört jetzt, dass überraschenderweise Österreich, also von den USA hat man es schon gewusst und von Ungarn hat man es auch gewusst, dass die nicht unterschreiben, aber jetzt hat auch Österreich beschlossen, sie unterschreiben nicht. Und offenbar wird auch in Polen erwogen, nicht zu unterschreiben. Also die Schweiz hätte an sich schon die Möglichkeit, da noch daraus rauszukommen. Vom Parlament, das ist immerhin ein Lichtblick, ist jetzt ein Antrag ausgegangen, wo man offenbar dringliche Behandlung erwartet, dass das Geschäft nicht abschliessend vom Bundesrat behandelt werden, sondern dass das Parlament der Entscheid fällt. Im Antrag ist sogar festgehalten, der Entscheid fällt in einem referendumsfähigen Beschluss, also dass sogar dann das Volk sich noch könnte äußern zu dem. Es liegt auf ihrem Tisch eine Petition. Das ist das, was man als Bürger machen kann, um dem Antrag, der hier im Parlament läuft, in 2 Kommissionen ist er positiv aufgenommen worden, aber beim Büro vom Nationalrat bestehen offenbar Schwierigkeiten bezüglich Dringlichkeitserklärung, und das muss man natürlich erreichen, wenn man die Unterschrift am 10. 11. Dezember verhindern will. Mit dieser Petition wenn wir die Aktion vom Parlament, von einer hoffentlich Mehrheit im Nationalrat unterstützen. Das ist jetzt eins, vielleicht das aktuellste, aber sicher ein schwerwiegendes Beispiel,
wie weittragende Entscheidungen gefällt werden, mit Konsequenzen, die man überhaupt noch nicht absehen kann heute, wo das Volk muss sagen, als Souverän, wir sind offenbar aussen vor. Wir, das Volk, die höchste Instanz in diesem Land, wird da übergangen in einer Frage, wo man mit Sicherheit kann sagen, die wird grosse politische Konsequenzen haben. Also das ist das Thema, das wir heute behandeln. Selbstbestimmung, direkte Demokratie, wie bis jetzt oder in einer neuen Form, untergeordnet gegenüber sogenanntem Völkerrecht. Wir hören jetzt zuerst die Einführung vom Nationalrat Hans-Uli Vogt. Dann gibt es eine Pause von etwa 10 Minuten. Das ist also eine technische Pause, dass wir da vorne umstellen können. Und dann haben wir das Podiumsgespräch, wo unter meiner Leitung der Hans-Uli Vogt mit dem Altbundesrichter Schubart über die Situation diskutiert. Sie werden von Zeit zu Zeit angefragt um Positionsbezüge oder um Fragen, die Sie an die Referenten haben. Und dann schreiten wir dann zum Schlusswort, wo dann noch ein Höhepunkt damit verbunden ist. Herr Nationalrat Vogt, darf ich Sie als Rednerpult bitten?